Der Aaron K. hat in einem Video gefragt, ob ich denn ein Video über den Kraftstofffilter an der R1150 GS schon gemacht habe. Nein, habe ich leider noch nicht, aber das werden wir mit diesem Video nachholen. Danke an dieser Stelle dem Aaron K. für die Idee, für die Videoidee und damit herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir starten mit dem Kraftstofffilter an der R1150 GS nach dem Intro. Bis gleich. Im Übrigen bin ich natürlich immer froh über eure Videovorschläge. Das heißt, wenn ihr eine neue Idee habt, was ihr gerne mal sehen würdet, dann schreibt es entweder in die Kommentare oder schreibt mir einfach oder schreibt mir ganz einfach eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse blende ich hier unten ein. Ja, und nachdem wir ja Spritpreise von jenseits von Gut und Böse haben, muss der teure Kraftstoff auch richtig gut gefiltert werden. Der Kraftstofffilter, der sitzt im Tank, also auf der Innenseite, das sehen wir jetzt dann gleich. Und der sollte normalerweise alle 40.000 Kilometer getauscht werden. Und ja, wenn der Sprit bei euch, wo auch immer ihr seid, nicht ganz so toll ist, dann vielleicht auch ein bisschen früher, irgendwo bei 30.000 oder 20.000 Kilometern. Ja, wie immer, was brauchen wir, um diese Arbeit zu erledigen? Das Werkzeug, was wir brauchen, das blende ich euch jeweils unten ein im Video. Wir brauchen auf jeden Fall, und die Erfahrung habe ich gemacht, den großen Dichtring vom Deckel, wo der Kraftstofffilter dahinter sitzt. Den brauchen wir deshalb, weil der, so war das bei mir beim letzten Mal, wenn man das dann abmacht oder wenn man den rausmacht, dann ist der später viel zu groß, weil der durch die Kraftstoffdämpfe wohl irgendwie auseinandergeht. Das werden wir jetzt aber sehen, ob das bei dem auch so ist, weil ich den beim BMW-Händler gekauft habe und der vorher drin war, wusste ich nicht, woher der kommt. Kann auch sein, dass es einfach am Material gelegen hat. Aber der hat letztendlich bei der Montage nicht mehr reingepasst. Von daher brauchen wir den großen O-Ring. Der liegt irgendwo so bei 4, 5 Euro, wenn ihr den kauft. Also den würde ich in jedem Fall wechseln. Das ist das eine, was wir brauchen. Das andere, wir brauchen natürlich den Kraftstofffilter. Den Kraftstofffilter, den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und wenn euer Tank nicht ohnehin schon ziemlich leer ist, weil ihr nicht getankt habt, dann brauchen wir ein Behältnis, in dem wir den Sprit aus dem Kraftstoffbehälter ablassen können. Warum? Das sehen wir dann im Video. Also ein Auffangbehältnis, ein Kanister, ich habe hier einen 20-Liter-Kanister und einen Schlauch, um den Kraftstoff aus dem Tank abzusaugen. Das ist soweit eigentlich alles. Wie gesagt, Werkzeug, das blende ich euch unten ein. Ich zeige euch jetzt aber erstmal kurz, wie der Tank überhaupt demontiert wird und dann geht es schon mit dem Kraftstofffilter los. Bis gleich. Die Tankdemontage ist eigentlich gar keine große Sache und ist nur mit einer Schraube fest. Bevor ihr den aber entfernen könnt, müsst ihr die Sitzbank abbauen und diese Kunststoffverkleidung hier. Die ist auf der Rückseite nur mit so 3 Zapfen in diesen Gummilagerungen befestigt. Im nächsten Step könnt ihr schon diese Entlüftungsschläuche und Entwässerungsschläuche trennen. Hier ist die Reihenfolge egal, welchen ihr wohin macht, müsst ihr euch nicht merken und die mal so zur Seite hängen lassen. So, dann haben wir hier 3 Sachen. Einmal ist das hier die Befestigungsschraube. Um die zu öffnen, braucht ihr entweder einen 6er Inbus oder einen 13er und einen zweiten 13er Schlüssel, Ringschlüssel, der so ein bisschen gekröpft ist vorne, dass ihr hier hinten dazwischen kommt. Die zweite Sache ist, wir haben hier den Stromanschluss, die Versorgung für die Kraftstoffpumpe und für den Tankstandsanzeiger.
Hier ist es auch wichtig, dass ihr diese immer schön sauber habt, dass hier vielleicht ein bisschen Kontaktspray reinkommt. Da wird der Stecker abgezogen und die Buchse bleibt hier am Rahmen befestigt. Die letzte Sache ist die, dass man entweder an den Kraftstoffschläuchen, so wie hier, Schnellkupplungen dran hat. Das heißt, man kann die beide öffnen und die Schläuche trennen, ohne dass Kraftstoff ausfließt. Bei den Modellen, bei denen es das nicht gibt oder der das nicht hat, hat dann eben hier ganz normal einfach zwei Schläuche, die jeweils hier auf die Versorgungsleitungen mit Schraubschellen geht. Dann kann man einmal zwei Dinge tun. Man nimmt sich hier so eine Zange und drückt den Kraftstoffschlauch auf beiden Seiten ab. Ich zeige das jetzt mal hier nur auf einer Seite, also im Prinzip so eine Kunststoffzange, kann ich euch unten in der Videobeschreibung und Beschreibung verlinken. Drückt den ab und dann könnt ihr auch eigentlich, wenn ihr die Kupplungen nicht habt, hier lösen, hier unten drin, und könnt den Kraftstoff auch aus dem Tank hier rüber ablassen und müsst ihn nicht absaugen. So, ich öffne aber jetzt hier erstmal die Verschraubung. So, und dann legen wir uns hier unten drunter einen Lappen, weil da läuft immer noch ein bisschen Kraftstoff raus. Bei den Schnellverbindern ist das eigentlich ganz einfach. Man drückt den hier rein und kann den Kraftstoffanschluss rausziehen. Worauf man immer ein bisschen aufpassen muss, ist die kleine Dichtung hier oben, dass man das nicht zu sehr verkantet. So, und ihr seht, hier läuft also kein Kraftstoff raus. Über den nächsten. Also ein bisschen läuft immer raus, klar, aber jetzt nicht so, wie wenn hier nur ein Schlauch dran wäre, den ihr in jedem Fall abknipsen müsst. Also abknipsen mit sowas. Nochmal ganz kurz zu dem Stecker. Warum ist es ganz wichtig, dass der hier immer gut Kontakt hat, dass der sauber ist, dass da ein bisschen Kontaktmittel, Kontaktspray dran ist. Wenn hier kein ordentlicher Kontakt besteht, kann es passieren, dass eure Tankanzeige nicht ordentlich funktioniert. Deswegen muss man gucken, dass das immer wunderbar funktioniert. So, wenn ihr die Arbeiten hier untenrum alle gemacht habt, dann könnt ihr den Tank mit der rechten Hand oder je nachdem mit der linken Hand hier unten greifen und oben in der Mitte, oberhalb vom Steuerkopflager hier, könnt ihr den hinten anheben und einfach nach hinten wegziehen und euch einen passenden Platz suchen, wo ihr den erstmal ablegt. So, jetzt kann man auch erkennen, warum es wichtig ist, dass der Tank fast leer ist. Also es sollte nicht mehr allzu viel drin sein. Das heißt, ihr könnt schon am Gewicht sehen, ob da noch viel oder wenig drin ist. Der Kraftstofffilter sitzt hier hinter diesem Deckel. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen sehen. Genau. Da haben wir also die unterschiedlichen Schläuche und die Entlüftungsschläuche und die Zulaufschläuche. Ich lege mir jetzt hier viele, viele Lappen auf den Tisch. Dann lege ich den Tank auf die rechte Seite, sodass ich da von oben gut arbeiten kann. Dann machen wir den Kraftstofffilter raus. Bevor ihr hier allerdings aufmacht, solltet ihr euch den Bereich hier ringsrum erstmal richtig sauber machen, dass euch bei der Arbeit eben kein Dreck in den Tank reinfällt oder eben hier in der Dichtung später drin sitzt. Also das auf jeden Fall sauber machen. Ich habe das jetzt schon gemacht und jetzt können wir hier die Schrauben öffnen und hoffen, dass nicht mehr so viel Sprit drin ist, dass uns der hier rauslaufen kann. So, für die kleinen Schrauben braucht ihr eine 8er Nuss, eine 8er Stecknuss. Könnt ihr die aufmachen. Macht die vorher ein bisschen sauber, wenn die verdreckt sind, dass ihr euch die Gewinde nicht kaputt macht. Und dann könnt ihr die schon rausdrehen. So, ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Wenn ihr den Deckel auf habt, dann habt ihr hier die Dichtung, das sieht man hier. Und dann sind hier zwei Schläuche. Das ist einmal der Entwässerungsschlauch vom Tankdeckel
und einmal der Schlauch vom Rollover-System. Die beiden sollte man wegmachen und für diese Schellen, die kann man entweder mit einer Kneifzange wegmachen oder man nimmt so eine Spezialzange dafür, mit dem man diese Schellen öffnen kann und auch wieder schließen kann. Markiert euch die, es ist eigentlich egal wohin, das ist eigentlich egal, die münden letztendlich beide hier auf diesen Schläuchen, die wir vorhin gesehen haben. Und wenn ihr die weg habt, schaut, dass ihr euch nicht reinfallen in den Tank, deswegen habe ich das hier arretiert, dann könnt ihr diese Einheit rausnehmen. So, da müsst ihr ein bisschen fummeln, aber das geht. Jetzt gehen wir auf den Tisch und gucken uns das Teil einfach mal an. Also das ist die gesamte Einheit, die wir jetzt im Tank gehabt haben. Wir haben hier mal den Kraftstofffilter, wir haben hier die Kraftstoffpumpe und hier haben wir einen Vorfilter. Ich habe mir sagen lassen, dass es dieses Teil nur so komplett gibt. Ich weiß nicht, ob es da einzelne Bauteile gibt. Und das ist hier der Tankgeber, der also letztendlich durch den Spritstand hier auf der Leiterbahn die Anzeige in eurem Kombi-Instrument betätigt oder versorgt. Intelligenterweise wurde hier, also die Schellen hier vom Filter, das sind so Einmalschellen, für die gibt es normalerweise auch eine spezielle Zange, das ist so, glaube ich, so Ohrenschellen. Die muss man eben halt auffriemeln und dazu kann man hingehen und kann hier zwischen reinfahren und kann die öffnen. Ich mache das jetzt in dem Fall hier nicht raus, weil der Filter schon relativ neu ist. Also ich baue den jetzt nicht auseinander. Ich zeige das euch hier. Die könnt ihr müsst ihr halt vorsichtig machen, mit dem Schraubendreher weiten. Und dann könnt ihr den Schlauch hier abziehen. Und, kann man das sehen? Ja. Dann könnt ihr den Schlauch abziehen und dann hier noch öffnen und den Filter rausmachen. Wichtig ist, der Filter hat eine Flussrichtung, die muss eingehalten bleiben. Und ja, ich werde wenn ich das nächste Mal mache, hier die Schellen gegen Klickschellen tauschen, weil mir das einfach zu blöd ist, hier das immer wieder aufzumachen und dann wieder zuzudrücken. Und dann könnt ihr im Prinzip den Filter rausnehmen und tauschen, einen anderen neuen reinmachen. Kann man hier mal gucken. Das ist den habe ich bei BMW gekauft, genau. Da sieht man auch die Nummer. 2325859. Das ist die Originalteilnummer. Aber den gibt es mit Sicherheit auch. Ich werde rausgucken, ich hatte ja gesagt, ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Ansonsten müsst ihr hier gar nichts dran machen. Ihr müsst natürlich dann, wenn ihr den Filter getauscht habt, beim Einfädeln den ganzen Deckel wieder an die richtige Position bringen. Das ist das eine. Und eben vorsichtig sein, eben mit diesem Schwimmer. Das ist alles sehr fragil hier innen drin. Ansonsten müsst ihr hier gar nichts machen. Ihr könnt hier eigentlich auch gar nichts machen. Das bleibt alles so, wie es ist. Nur eben den Spritfilter raus. So, wir gehen jetzt davon aus, dass der Spritfilter hier erneuert wurde oder ihr habt den erneuert und dann bauen wir das Ganze wieder zusammen. So, ich hatte ja vorhin erwähnt, mit dem Dichtungsgummi, dass ihr euch das auf jeden Fall hinlegen solltet. Das ist dieser hier, der O-Ring. Bei mir war das letzte Mal so, als ich den Filter getauscht habe, das ist noch gar nicht so lange her, da war dieser Dichtring so groß, dass er hier gar nicht mehr in diese Nut hineingepasst hat. Und den musste ich dann austauschen. Das kann jetzt natürlich sein, dass das entweder qualitativ ein schlechter Ring war, weil bei dem ist das jetzt nicht so. Also der passt jetzt hier perfekt rein, so wie es sich gehört. Entweder war das ein qualitativ schlechterer Ring, der sich eben durch die Kraftstoffdämpfe, die sich ja hier bilden, geweitet hat. Oder er war halt eben schon ziemlich lange drin. Kann ich jetzt natürlich nicht genau sagen. Aber als Sicherheit, ich mache das eigentlich immer so jetzt, dass ich mir immer so einen Ring hinlege oder zumindest kurz vorher besorge, dass wenn ich hier was mache, dass ich dann auch nicht dastehe und kriege das nicht wieder zusammen, weil der Ring nicht mehr passt. Ich fädel das Ganze jetzt wieder ein. Schaue ich mal, ob ich da die Kameraposition ein bisschen verändern kann, dass man das sehen kann. Nochmal ganz kurz zu diesen beiden Schläuchen.
Im Prinzip ist es egal, welchen Schlauch ihr wohin macht. Ja? Vielleicht nicht unbedingt hier über Kreuz, weil die beiden Schläuche, die haben wirklich nichts anderes zu tun. Einer von beiden ist der Schlauch, der vom Tankdeckel, also der Wasserabfluss, kommt, und der andere Schlauch ist von dem Rollover-System, von diesem Ventil. Von daher ist die Position dieser beiden Schläuche eigentlich egal. Ich habe sie jetzt halt mit zwei unterschiedlichen Zangen markiert. Von daher weiß ich, welcher wohin gehört. So, wir haben hier den neuen und den alten Dichtring. Da sehen wir, die sind also gleich groß. Ich nehme jetzt den neuen. Dann müssen wir gucken, dass das hier auf jeden Fall, bevor ihr den wieder einsetzt, der Rand hier innen drin auf jeden Fall sauber ist. Schön sauber machen und die Gewinde sauber machen, damit da nichts schief geht. Ich habe hier an die Schrauben schon damals Kupferpaste gemacht, damit die da nicht festgammeln. So. Und dann können wir schon den neuen einsetzen. So, die beiden Dinger zur Seite. So, dann müssen wir mit dem ganzen Kram so hier reinfahren, ohne dass wir uns da was verbiegen. Ich weiß, das sieht man jetzt wahrscheinlich eher schlecht. So. Und dann können wir als allererstes die beiden kleinen Schläuche wieder drauf machen und die Schellen verschließen. Das mache ich jetzt mal. So, das ist wirklich eine Fummelarbeit, aber es geht. Die inneren Schellen, für die kleinen, die beiden hier, das sind Click-R-Schellen. Das heißt, die sind wiederverwendbar. Da braucht ihr so eine Zange für diese Klickschellen. Die haben hier zwei Köpfe, die kann man verdrehen und damit kann man im Prinzip die einmal öffnen, aber man kann sie mit der gleichen Zange, wenn man dann andersherum arbeitet, kann man diese Schellen auch wieder schließen. Das sind also solche Schellen, wie sie auch hier dran sind. Ja? Und da fährt man dann im Prinzip mit dieser Zange so da rein. Und dann öffnet man die Zange und klickt es zur Seite weg und dann geht der Hebel auf. So eine Zange ist nicht ganz billig, aber diese Schellen sind auch nicht ganz billig und man kann sie jederzeit wiederverwenden. Das ist ganz gut. Von daher, ja. So, jetzt haben wir das draufgesetzt wieder. Jetzt schauen wir natürlich, dass der Dichtring, der hier hinten dran sitzt etwa, dass der natürlich exakt sitzt, klar. Und dann können wir die einzelnen Schrauben schon wieder befestigen. Wie gesagt, ich habe hier ein bisschen Kupferpaste dran gemacht und dass die einfach nicht kaputt gehen. Die Position des Deckels, also die ergibt sich eigentlich schon alleine, weil wenn ihr hier die Schläuche habt und ihr dreht diesen ganzen Deckel einmal, erstens wird es wahrscheinlich nicht passen und zweitens sind ja dann die Schläuche an der völlig falschen Stelle. Ich habe mir das vorher schon beim letzten Mal schon markiert, welches Loch übereinander stehen muss. Und davon abgesehen haben wir hier vorne eine Fläche dran. Die Fläche, die muss letztendlich nach vorne in Fahrtrichtung zeigen. Aber es ergibt sich eigentlich von alleine. So, ich mache jetzt die Schrauben dran. Fünf Newtonmeter bekommen diese kleinen Schrauben. Und was ich hier immer mache, ich mache hier ein bisschen Korrosionsschutzwachs drauf, weil da dann doch relativ viel Dreck und Schmotter hingeht. Dann sind die dauerhaft geschützt. Das Korrosionsschutzwachs kriegt man relativ leicht
wieder weg mit ein bisschen Reiniger und dann passt es. So, das war's dazu. Wir können den Tank wieder aufsetzen. Wir hatten ja vorhin im Video schon gesehen, der Tank wird hier hinten mit einer Schraube geklemmt und vorne wird er nur eingeschoben. Hier vorne gibt es 2 Gummilager, die hier am Rahmen aufgesetzt sind, links und rechts. Und die beiden Führungen am Tank, die gehen da genau rein. Man kann sich diese Gummis immer mal auch ein bisschen mit Silikonspray bearbeiten. Dann rutscht es besser und die fangen nicht an zu quietschen. So, dann können wir den nehmen und vorsichtig schon mal in die Richtung ziehen, wo er hin soll. Dann haben wir hier vorne diese Verbindung zwischen dem Schnabel und dem Tank. Da muss man gucken, dass die auch wirklich überall drin sind. Auch hier hilft ein bisschen Silikonspray. Dann haben wir hier hinten unser Lager. Das Lager besteht aus 2 Teilen mit einem Gummi dazwischen. Und das führen wir hier ein und gucken, dass das alles frei ist. Und dann sitzt das Ganze schon. Die beiden Schläuche kommen zwischen Luftfilter und Halter und dann passt es schon. Kontrollieren wir vorne nochmal, dass die Gummis hier vorne auch wirklich sitzen, innen wie außen. Und dann ist das okay. So, jetzt können wir den Tank festschrauben. Wenn das Loch nicht richtig fluchtet, wenn ihr die Schraube hier nicht ohne weiteres reinbekommt, dann stimmt irgendwas nicht. Dann sitzen die Gummis vorne nicht richtig im Tank oder eben diese Gummis hier vorne, die Verbindung sitzt nicht richtig, dass es da eine Falte gibt. Also das muss normalerweise sehr gut reingehen und dann auch passen. So, dann können wir hinten dran eine Scheibe machen. Ich bin mir nicht so sicher, ob bei der Originalschraube eine Scheibe hinten dran ist. So, und ich nehme mir dann eine gekröpfte Spitzzange und versuche zumindest die Schraube da hinten drin einzufädeln. Die Mutter die bekommt 22 Newtonmeter und dann ist die auch schon fertig. So, ich mache hier Kontaktspray dran, dann kann man den Stecker einsetzen und die Kraftstoffverbindungen wieder zusammenführen, bis es einrastet und dann ist gut. So, dann haben wir unsere beiden Entlüftungsschläuche, die sind hier mit einem Kabelbinder. Die beiden Verbinder, die gehen nach unten ins Freie. Das heißt, hier ist es dann auch wieder egal, welchen wir verwenden. Zum Schluss machen wir noch unsere Verkleidung hier drauf. Und die Sache ist erledigt. Die beiden Schläuche kommen hier hinten raus. Hier ist extra eine Aussparung drin. Und dann passt es schon. Ja, liebe Freunde, das war es eigentlich schon. Ich mache den Tank jetzt noch voll. Und natürlich muss man kontrollieren, dass die ganze Sache dicht ist und euch da unten nicht der Sprit rausläuft. Das werde ich jetzt mal machen. Hier sind so knapp 20 Liter drin. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao, ciao. Also der Tank ist wieder voll und wie man sieht, unten läuft nichts raus. Und jetzt könnt ihr einfach ausschalten. Bis dann. Ciao, ciao.